Herzlich willkommen zu Shit Happened. Heute erzähle ich euch, wie ich fast ein Schlager-Popstar geworden wäre. 2009 war ich mitten in meinem Filmstudium und habe auch damals schon sehr viel Musik gemacht. Mein größter Wunsch war, parallel irgendetwas mit Musik machen zu können. Also war es kein Wunder, dass ich mich sehr gefreut habe, als ich die Möglichkeit hatte, vor einem Musikproduzent meine Musik präsentieren zu können. Mitten unter der Woche bekam ich einen Termin in einem Studio in Berlin-Kreuzberg und erschien dort mit meiner Gitarre und meinen Ideen und Songs. Der Produzent war um die 40 Jahre alt und begrüßte mich herzlich und bat mich erstmal in sein Büro. In seinem Büro hingen eine Menge goldener und silberner Schallplatten. Alle von, ich sag mal, eher so One-Hit-Wondern, die man in Deutschland aber kennt. Große Namen, große Songs, aber alles eher so Künstler, die so 1 oder 2 Hits hatten. Er bat mich, ein paar meiner Songs vorzuspielen. Ich saß dort mit meiner alten, mit Nylonsaiten bespannten Gitarre und überlegte, was ich als erstes singen könnte. Ich entschied mich für mein damals poppiges und mainstreamiges Stück, was ich hatte, weil ich ja auch schon sah, dass hier überall eher Pop- und Schlagerstars hingen. Also wollte ich jetzt nicht mit etwas zu Künstlerischem um die Ecke kommen. Ich spielte also in Ruhe meinen Song, konzentrierte mich darauf, mich nicht zu verspielen, weil ich natürlich ziemlich aufgeregt war. Und kurz bevor ich fertig war, unterbrach er mich, weil er wohl genug gehört hatte. Und ich dachte so, das ist es jetzt gewesen, habe ich mich für den falschen Song entschieden, ich komme gar nicht dazu, einen zweiten Song zu spielen. Er beugte sich zu mir vor, begutachtete mich von oben bis unten, sah meine Schuhe, meine Hose, die Jacke, die ich anhatte und sagte dann: Du hast das richtige Aussehen, du hast das richtige Gesicht, du hast die richtige Ausstrahlung. Das wird funktionieren. Ich war ziemlich überrascht, weil ich dachte, es geht um die Musik, aber offenbar wurde hier auch was anderes gesucht. Und das klang erstmal ja ganz gut. Dann präsentierte er mir seine Idee von allem, was nun passieren würde. Und zeigte mir ein paar Songs. Die hatte er selber eingespielt und eingesungen. Alles klang hochprofessionell und sehr radiomäßig poppig. Und ich fand die Musik jetzt nicht unbedingt so gut. Es war alles sehr einfach gereimt, war schon sehr dieser Schlagerpop und traf nicht so ganz meinen Geschmack. Aber ich hörte mir natürlich höflich alles an und er ging von Song zu Song zu Song. Nachdem ich höflich 5 bis 6 Songs angehört hatte, drehte er sich zu mir um und sagte: Da kommen noch so 4 Füllstücke drauf und das wäre dann dein erstes Album. Bevor ich meine überraschten Fragen stellen konnte, führte er weiter aus. Also, wir machen dann einen Vertrag über 6 Alben und das wird dann so und so ablaufen. Das wäre jetzt so der Schlachtplan. Es werden Fotos gemacht, es wird das gemacht und dann singst du die Songs hier ein und dann haben wir das erste Album und können Ende des Jahres damit an den Start gehen. Mir gefiel weder die Musik darauf, noch der Gedanke, eine Marionette zu sein, die jetzt irgendwelche Songs präsentiert. Und mir wurde so langsam klar, was diese ganzen One-Hit-Wonder hier an den Seiten in seinen Wänden des Büros waren. Ich schien meine Ablehnung nicht besonders gut zu verstecken, denn bevor ich was sagen konnte, führte er weiter aus und erklärte mir, dass ich mit dem Vertrag 5.000 € monatlich verdienen würde für die gesamte Vertragslaufzeit. Damit wären aber alle Rechte abgegolten und ich würde nicht an Verkäufen beteiligt und irgendwelchen Erlösen, die durch halt CD- und Single-Verkäufe reinkommen würden. Da machte ich erstmal große Augen, denn 5.000 € sind auch heute für mich noch ein wahnsinnig hoher Monatsverdienst, aber damals war es für mich ungefähr mein Jahresverdienst. Ich saß also da, hörte mir das an, schaute mir nochmal die verschiedenen Alben an und fragte ihn dann: Aber was ist denn mit meinen eigenen Songs? Er sah mich an und sagte: Ja, wir können ab dem 2. Album mal gucken, ob wir einen deiner Songs drauf tun und gucken, ob das funktioniert. Aber das ist schon sehr verklausuliert und poetisch-lyrisch, was du so machst. Das passt jetzt nicht so in den Mainstream. Damit kann man kein Geld verdienen. Dann zeigte er auf ein paar der erfolgreichsten Künstler, die mit den goldenen Schallplatten an seinen Wänden hingen und erklärte mir: Der hat nie einen eigenen Song gemacht, der hat nie einen eigenen Song gemacht und der auch nicht. Dann zeigte er auf die andere Seite, wo ein paar silberne Schallplatten hingen von Leuten, die wirklich nur einen Hit hatten. One-Hit-Wonder. Und sagte: Die Person wollte einen eigenen Song machen, hat nicht geklappt. Die wollte einen eigenen Song machen, hat nicht geklappt. Und auch hier, diese junge Dame wollte als zweite Single einen ihrer Songs machen. Danach war die Karriere zu Ende. Also überlegst dir gut. Wir haben große Lust, mit dir zu arbeiten. Wir finden, du hast das richtige Gesicht, die richtige Ausstrahlung. Bist genau der, den wir gesucht haben. Das ist unser Angebot. Hier kannst du unterschreiben. In dem Moment nahm er einen Vertrag, der auf seinem Schreibtisch lag, und reichte mir ihn einfach rüber. Ich hatte absolut keine Ahnung von der ganzen Sache. Weder von Verträgen, noch davon, was hier gerade passierte.
und war gleichzeitig so schüchtern, dass ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt Nein sagen kann. Das war ja gleichzeitig trotzdem eine riesige Chance. 5.000 € monatlich über mehrere Jahre. Ich blätterte durch den Vertrag, verstand aber eigentlich nicht viel. Und da ich ein echt schlechtes Bauchgefühl hatte, habe ich mich erstmal sehr höflich verabschiedet und gesagt, ich würde ein bisschen drüber nachdenken und müsste das ja auch planen wegen meinem Studium. Ich verabschiedete mich mit einem sehr seltsamen Gefühl, weil einerseits war die Lösung meiner finanziellen Probleme so offensichtlich direkt vor mir auf einem Silbertablett präsentiert. Gleichzeitig behagte mir der Gedanke überhaupt nicht, eine Marionette zu sein für jemanden, der einen Haufen One-Hit-Wonder-Künstler hatte und damit quasi auch einfach eine künstlerische Karriere so verbrennen konnte. Während ich überlegte und ich wusste, was ich machen sollte, klingelte abends mein Telefon und er rief mich an. Und als ich ihm sagte, dass ich mir nicht sicher bin und lieber noch mal ein bisschen was mehr in meiner künstlerischen Richtung ausprobieren wollen würde, als das zu machen, machte er mir am Telefon relativ klar, dass ich mir das gut überlegen sollte, ob ich diesen Weg einschlagen möchte, weil wenn ich mich jetzt gegen diesen Mainstream-Weg über ihn entscheide, wäre dieser Weg auch zukünftig verschlossen für mich. Also machte er mir mehr oder weniger klar, dass wenn ich jetzt nicht zusage, ich auch zukünftig keine Chance habe, in diese Industrie oder Szene zu kommen. Damit war für mich die Entscheidung getroffen. Ich war damals sehr trotzig und das war für mich einfach ein Schritt zu viel und habe gesagt, dann habe ich kein Interesse und das Gespräch war relativ schnell vorbei. Und ja, von diesem Zeitpunkt an habe ich weiter meine verkopfte, verklausulierte, lyrische Popmusik gemacht und nie einen sogenannten Blumentopf damit gewonnen. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich weiß nicht genau, wie das heute ist. Ich glaube, durch das Internet und durch Soundcloud und YouTube sind nochmal ganz andere Möglichkeiten gegeben, sich selbst zu präsentieren und nicht mehr ganz so abhängig von diesen Plattenbossen und Einstiegen in die Industrie zu sein. Im Nachhinein bereue ich diese Entscheidung keineswegs. Habt ihr schon mal solche Erfahrungen gemacht oder Möglichkeiten gehabt, einen bestimmten Weg zu gehen, der vielleicht moralisch vielleicht nicht in Ordnung war für euch oder euch so sehr gegen den Strich ging, dass ihr euch dagegen entschieden habt? Oder habt ihr euch dafür entschieden und was ist dann passiert? Wo seid ihr gelandet? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, eure Geschichten zu lesen. Bis bald.